Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es darum, dass wir eine Kurve erstellen oder einen Pfad erstellen und anhand dieses Pfades werden Dominosteine erstellt und die werden dann nachher in Mesh umgewandelt, um das dann für ein Dominofeld zu erstellen. Dies ist quasi nur ein kurzes Video, um dann zu erklären, wie das funktioniert, diesen Pfad zu erstellen, und dann in den folgenden Videos erstellen wir dann mit dem Pfad entsprechende Dominofelder. Und ja, das Ganze wird in Geometry Nodes erstellt und funktioniert eigentlich relativ simpel am Ende. Okay, dann lasst uns mal reinstarten. Um dann in meinem Workflow zu bleiben, das heißt, dass ich hier, nehmen wir hier mal eben da ein, dass ich hier den Eingang behalte fürs nächste, nutze ich einfach eins von meinen alten ja, Räumen oder wie ich es nennen möchte, und dementsprechend entferne ich jetzt hier einiges, um dann am Ende hier auf dieser Plane dann das Ergebnis nachher zu haben. Aber um dann das nächste weiter fortzusetzen, möchte ich euch jetzt erstmal zeigen, ähm, wie ich mit Geometry Nodes das mache, um dann entsprechend Schlangen und sowas zu legen. Dafür mache ich jetzt erstmal einiges markieren, entfernen, und zwar alles, was ich nicht mehr haben möchte, kann dann weg. Typ. Die tun wir mit H eben Heiden. So, entfernen. Machen wir mal so. Entfernen. So, machen wir den auch mal eben. Hide. Ne, Kamera ist da. Lauf ist da. Passt das? Und dann geht's hier nachher weiter. So, das heißt, den machen wir zu. Die Plane lassen wir wieder zeigen. Hier das Flaggen-Ding brauchen wir nicht mehr. Delete. Dann hier ist dann die andere Flagge. Kann dann auch weg. Delete. Und dann sehen wir, von hier bis da ist alles leer. Mache ich die erstmal auch Delete, und den hier geben wir erstmal einen Namen Test, um dann hier drin unsere Geometry Nodes zu erstellen. Dafür klicken wir jetzt erstmal in das Feld und setzen hier unseren Cursor, und dann sagen wir jetzt einfach mal Shift A, Curve, und wir nehmen den Numph-Part und den haben wir dann jetzt hier drin. So. Und dann haben wir hier unseren Pfad. Wenn wir jetzt Tab drücken, sehen wir hier, wir haben 5 Vertices. Einer ist genau in der Mitte. Und ja, davon gehen wir dann jetzt weiter aus. Wir gehen mit Tab wieder zurück, gehen in den Geometry Nodes Shader und sagen neu und nennen das Ganze Domino Path, also für Domino-Pfad. Dann nehmen wir unseren Geometry Nodes und wir möchten an den Punkten jetzt erstmal Würfel setzen oder den Pfad in Instances, in Punkte
in Punkte aufteilen und dafür nehmen wir die Instance on Point. Die Instance on Point, fügen die hier ein. Und jetzt möchte ich an jeden Punkt, der da war, erstmal einen Würfel erstellen. Dafür kann ich dann Cube und füge dann einen Cube an jeden Instance. Das heißt, jetzt sieht man das schön. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Cubes. Wenn wir jetzt Tab drücken, sieht man, dass das unsere jeweils mittig auf den Vertices liegt. Wenn wir jetzt den letzten nehmen und wir sagen jetzt E für Extrude, ziehen ein bisschen raus, haben wir an der nächsten Instance auch einen Cube. Jetzt haben die Cubes jeweils eine Kantenlänge von 1 Meter und jeweils auf X, Y, Z auf jeder Kante 2 Vertices. Jetzt wollen wir natürlich, dass die entsprechend so groß sind wie unsere Dominosteine. Deswegen geben wir ihm hier dieselben Maße, wie die Dominosteine haben. Das wäre 0,4, 1,6 und 3,4. So. Damit jetzt unsere Kurve gerade ist, machen wir erstmal Tabulator wieder. Können wir mit dem Side Panel unter Item das ist die Position, X machen wir dann 1,7. Damit sind wir eigentlich dann auf dem Panel, weil die Hälfte von Z 4,3 ist 1,7. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt können wir noch einmal Tab, S, Z, 0. Damit sind alle auf gleicher Höhe. Und jetzt möchte ich, dass die gleichmäßig verteilt werden auf der Kurve. Dafür kann man dann einen Resample Curve nehmen. Den können wir hier mit einfügen. Und jetzt macht der auf der Kurvenlänge Count 10 und je nachdem wie viel wir zufügen, macht er das auf die Kurve verteilen. Ich möchte allerdings jetzt, dass der das auf Länge macht. Und sage mal, alle 2 Meter soll einer sein. Das können wir nachher sonst auch noch anpassen. So, jetzt haben wir schön gleichmäßigen Abstand. Und wenn ich jetzt die Kurve verlängere, Extrude, fügt er immer dementsprechend einen ein, dass das dann am Ende passt. Ja, jetzt habe ich das natürlich wieder GZ 0. Wenn ich jetzt allerdings eine Kurve mache, können wir mal weiter. Wir gehen jetzt mit 7 in die Top View, damit bleibt Z unbeeinflusst. Brauche ich nicht immer wieder Z anpassen. G, nein, nicht G, Escape. E. Und ich sage dann so. Dann sieht man, dass die zwar dem Verlauf der Kurve folgen, aber sich nicht dementsprechend in Richtung der Kurve drehen.
Dafür können wir jetzt dann einfügen einen Align Euler Vektor und einen Curve Tangent. So, den Curve Tangent gehen wir auf Vektor und dann mit dem gehen wir auf Rotation. Und jetzt sehen wir, dass er hier jeweils rotiert, dass wir eine schöne Rundung kriegen und das damit dann passt. Und je nachdem, was ihr dann möchtet, wie es bei euch dann aufgebaut ist, könnt ihr das Ganze x, y, z mit der Rotierung dementsprechend anpassen. In dem Fall brauchen wir x und damit hätten wir das eigentlich soweit erledigt. Dieses hier wird dann mein Grundstock und von dem aus möchte ich dann verschiedene machen, um das dann fortzuführen. Das heißt, ich mache eine New Collection und die nenne ich dann Path 001 und dementsprechend werde ich die dann nachher nehmen. Jetzt gehen wir mit Tab erstmal raus, nehmen den Pfad strgc, strgv, damit habe ich einen zweiten, den hier kann ich dann Hide machen, den haben wir dann und dann könnte ich jetzt den immer irgendwo hinziehen, wo ich es möchte und den dementsprechend anpassen. Wenn ich das dann jetzt anpassen möchte, bleibe ich hier auf dem Pfad, gehe nach hier und möchte das ja dann natürlich von Geometrie Nodes in Geometrie hier direkt vor Ort oder ja direkt auf der Fläche. Also ich möchte die Cubes einzeln haben und dafür kann ich dann hier Apply drücken und dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Das heißt, wir haben noch etwas vergessen. Das heißt, wir brauchen eine Realize Instances. Die können wir dazwischen machen und wenn wir jetzt dann Apply drücken, Apply, sollte das eigentlich gehen. Fehler gefunden. Mit dem Realize Instances kann ich dann hier rechte Maustaste Convert to Mesh und dann ist es aufgehoben und dann haben wir hier ein Mesh. Wenn ich nämlich jetzt Tab drücke, dann haben wir hier alle und der erste hier, der hat den Punkt. Und dann kann ich hier auch A für alle markieren, Mesh, Separate, Loose Parts. Dann habe ich hier alle drin, deswegen ist die Aufteilung schön. Jetzt muss ich mit Tab wieder zurück und dann kann ich auf Object, Origin to Geometry und dann habe ich hier wieder jeden einzelnen, dass der seinen Geometriepunkt mittig in dem Mesh hat und damit kann ich dann hier wieder die Physics und so weiter drauflegen, um das dann nachher fertigzustellen. So, das soll es dann jetzt für dieses Video gewesen sein. Das ist mal ein kurzes Video und da wollen wir dann im nächsten Video drauf aufbauen und dann dementsprechend ein paar Sachen legen und nachmachen, um dann am Ende ein gutes letztes Dominofeld zu erstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, alles Gute euch, ciao.